Hallo ihr Lieben, ich bin sicher, die meisten wissen, wer ich bin, aber falls ihr es nicht wisst, ich bin Imke Engelbrecht, ich bin Gemeindemitglied von Augsburg und mache momentan mein Community Service Jahr beim Indumbe Community Healthcare Center in Paul Petersburg. Ich bin schon seit einigen, wahrscheinlich mehr als 10 Jahren Teil der Jugendarbeit in der NELCSA und es ist für mich ein riesengroßes Vorrecht und eine Freude, um heute einige meiner Gedanken mit euch zu teilen. Vor 3 Monaten saß ich im Western Upper Stand beim Kings Park Stadium und zusammen mit einigen guten Freunden haben wir uns das Sharks vs. Stormers Game angeguckt. Natürlich haben die Sharks gewonnen, es war ein wunderbarer Tag, wir haben gesungen, wir haben gelacht, wir haben Chips aus einer Tüte gegessen, es waren High Fives und Hugs all around. Life was good. Noch ehe das Spiel zu Ende war, bekam dann mein Schwager eine WhatsApp-Botschaft, die uns sagte, dass wir dieses letzte Spiel genießen sollten, denn es war wirklich das letzte Super Rugby-Spiel von dieser Saison. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich sehr gewundert habe und auch meine besten Freundin, die neben mir saß, sagte, dass diese ganze Corona-Geschichte total übertrieben ist und ja, dass es einfach so aus Proportion gerückt wird. Später an dem Abend haben wir dann noch zusammen gegessen, wir haben einen Cocktail getrunken und es war, wie gesagt, ein wunderbarer Tag. Am Abend habe ich dann noch die Nachrichten auf News 24 gelesen und dann tatsächlich gelesen, dass der Super Rugby Season kanzelliert wurde. Wenn ich jetzt an dem Wochenende zurückdenke, dann weiß ich, dass es das letzte Mal war, dass ich in einem Restaurant gegessen habe. Es war auch das letzte Mal, dass ich meine Schwester und meinen Schwager gesehen habe und auch das letzte Mal, dass ich einen Gottesdienst in einer Kirche besuchte und nicht in meinem Wohnzimmer, wie wir es jetzt in den letzten 3 Monaten machen. Es war auch das letzte Mal, dass ich mich nicht schlecht fühlen musste, um jemandem einen Drücki zu geben. Ich weiß, es wurde wahrscheinlich schon 100.000 Mal gesagt, aber ich kann immer noch nicht fassen, wie es möglich ist, dass ein klitzekleiner Virus unsere ganze Welt, meine ganze Welt, wirklich auf den Kopf gestellt hat. Jedes kleine Teil von meinem Leben hat sich verändert und das in nur ein wenigen Tagen. Und die Frage, die ich mich immer wieder frage, ist, ob unser Leben, ob mein Leben je wieder zu dem Normalen zurückkehren wird, wie ich es zuvor kannte. Und so gerne ich auch auf diese Frage mit einem Ja antworten möchte, weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist. Ja, vielleicht kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass ich je die Blue Bulls supporten würde. Und wer mich kennt, weiß, dass das ganz genau 0 ist. Ich habe auch in den letzten Tagen wieder dran gedacht, wie viel Schmerz und wie viel Leid dieser Lockdown eigentlich mit sich gebracht hat. So viel Hungersnot, Arbeitslosigkeit, Gewalt, so viel hat sich verändert, so viele Enttäuschungen sind auch entstanden. Wenn ich nur an kleine Dinge denke, die in meinem Leben passiert sind, wie enttäuscht ich war, dass das Posaunenfest kanzelliert wurde, wie enttäuscht ich bin, dass ich nicht zu der Hochzeit von meiner Freundin in Deutschland fliegen werden kann und auch, dass es jetzt wirklich illegal ist, meine Familie und meinen Freund zu besuchen. Aber trotzdem hat dieser Lockdown mir sehr viel gelehrt. Ich habe wieder neu den Wert von Gemeinde geschätzt. Ich habe wieder den Wert von Familie geschätzt, Feste, die wir zusammen feiern können, Musik, zusammen musizieren, auf Ferien fahren. Aber auch habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt zu nähen. Ich bin dabei zu lernen, mexikanisch zu kochen. Ich bin auch dabei, einen sehr hyperaktiven Hund zu trainen. Er ist sehr süß. Und auch musste ich lernen, um in Zulu einen Menschen zu erklären, wie und warum ich sie für Covid-19 testen muss. Es ist wirklich eine komische Zeit, in der wir leben.
Am Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Dieses Fest ist auch bekannt als der Geburtstag der Kirche. Ich habe in dieser Woche oft daran gedacht, wie verwirrend die ganze Situation für Jesu Jünger sein musste. Kannst du es dir vorstellen? Eines Tages bist du noch mit den anderen Jüngern unterwegs. Ihr seid mit Jesus, ihr seid total überrascht und erfreut, dass dieser Jesus gerade euch ausgesucht hat, um seine Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu sein. Und ihr seid noch auf diesem High von Jesu Auferstehung und ja, einfach alles ist gut. Und dann plötzlich verschwindet Jesus vor euren Augen auf eine Wolke. Ihr steht da und seid verzweifelt. Ihr habt diesen Auftrag von Jesus bekommen, um der Welt davon zu überzeugen, dass er, der Messias, gekommen ist, auf dieser Welt gelebt hat, gekreuzigt wurde, gestorben ist, dann wieder auferstanden ist, aber dann auf eine Wolke zum Himmel zurückgegangen ist. Aber dass er auch wieder zurückkommen wird und alle, die an ihn glauben, retten wird. Es muss wirklich schwierig gewesen sein, zu fassen, aber auch um dieses, wovon sie als Jünger so überzeugt waren, Menschen zu erklären, die dieses alles nicht gesehen haben. Und in dem Moment waren alle, die diese Geschichte gehört haben, wirklich verwirrt. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 2, Vers 2, wo geschrieben steht: Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das nur bedeuten? Aber dann kam Pfingsten. Der versprochene Geist Gottes wurde den Jüngern geschenkt und durch seine Kraft konnten sie die Geschichte von Jesus, dem Messias, erzählen in allen Sprachen, damit alle Menschen es verstehen konnten. Aber noch unfassbarer war es, dass die Menschen es ihnen geglaubt haben. Der Geist Gottes hat die Jünger erfüllt und durch den Geist Gottes konnten sie das ausführen, wozu sie berufen wurden. In dem Moment wurde der Glaube geboren, zu dem wir berufen sind. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir: Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Diese Worte waren in den letzten Wochen für mich gleichzeitig eine ziemlich große Herausforderung, wie auch ein sehr beruhigendes Versprechen. Als ich merkte, dass obwohl unsere jetzige Situation so neu ist und so unbekannt ist, dass kein Mensch weiß, wie damit umzugehen, gehören wir einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Dieser Gott ist nicht nur allwissend und allmächtig, aber er kennt dich und mich ganz persönlich. Und wir sind ihm unendlich wichtig. In Hebräer 11 lesen wir weiter von den ganz vielen Menschen in der Bibel, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und wie Gott immer wieder treu war und ihnen geholfen hat. In sehr vielen Vorbildern, die dort genannt werden, wurden ihre Gebete auf ganz andere Arten und Weisen in Erfüllung gebracht oder vielleicht gar nicht so in Erfüllung gebracht, wie sie sich es überhaupt vorstellen konnten. Aber immer wieder hat Gott sein Volk gerettet und durchgetragen. Nie hat er sie im Stich gelassen. Und was für mich und für dich in dieser Zeit so ein riesengroßer Brunnen von Ermutigung sein will und sein kann, ist, dass dieser gleiche Gott, von dem wir immer wieder in der Bibel lesen, auch der gleiche Gott ist, der jetzt mitten in unserer Situation bei uns ist. Und der Heilige Geist, den die Jünger zu Pfingsten empfangen haben, ist auch für uns da,
ist in uns da und wirkt in uns. Und weil wir diesen Heiligen Geist in uns haben und diese Kraft Gottes in uns haben, dürfen auch wir getrost und unverzagt in dieser Situation leben. Denn wir wissen, Gott ist bei uns, Gott trägt uns und er wird uns nie verlassen. Und genau wie die Jünger zu Pfingsten in einer ganz verwirrenden Zeit aufstehen mussten und Lichter sein mussten für Jesus Christus, sind auch wir berufen, in dieser Zeit Hoffnungsträger und Lichtbringer zu sein. Denn wir wissen, unser Gott verlässt uns nicht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir heute dafür danken, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir inmitten einer ausweglosen Situation einen allmächtigen, allwissenden und allliebenden Gott dienen. Danke für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der in uns wirkt und der uns Frieden und Trost in diese Zeit bringen will und kann. Herr, stehe uns jeden Tag bei und hilf du uns, wirklich auch diese Liebe, Freude, Licht und Trost in die Welt hinauszutragen. Vater, ich bitte dich auch für unsere Jugend. Ich bitte dich um deinen Schutz und deinen Schirm über jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir nicht wie ein Blatt im Wind rumwehen brauchen, aber eher fest gewurzelt in dir fest glauben dürfen. Herr, das bitte ich alles in deinen wunderbaren und heiligen Namen. Amen.